Ja, moin Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu Episode 27 unseres 2Cat FM Football Manager Talks, heute mit Nord-Süd-Achse. Einmal moin nach Hamburg. Ja, einen wunderschönen guten Tag aus dem sonnigen Hamburg. Wobei es ist nicht mehr sonnig, es ist Nacht, aber es war sonnig. Ja, es war ein Traum. Und dann ein frisches Servus nach Nürnberg. Ja, ebenfalls Grüße. Bei uns ist gerade dunkel. Ach was. Aber es war auch sonnig, es war auch schön. Ja, Junukas Badeschlappen, schön, dass ihr mit von der Partie seid. Junukas sowieso unvermeidlich. Und genauso unvermeidlich ist auch unsere Einstiegsfrage an dich. Ja, die Einstiegsfrage, Schlappi. Als welche FM-Spielerrolle identifizierst du dich? Was ist es? Also, wenn man mal zumindest meine Anfangszeit nimmt, wenn ich selber früher Fußball gespielt habe, da war es so ein bisschen, würde ich sagen, eine Mischung aus Trequartista, Schattenstürmer, vorgeschobener Spielmacher. Also ich habe aber Messi. Ja, nur in Kreisliga-Action. Nee, ich bin tatsächlich aber auf dem ganzen Feld irgendwie gewandert. Also vom Sturm wurde es irgendwann immer defensiver, irgendwann in der Innenverteidigung, dann mal Außenverteidigung und dann im Herrenbereich wieder mehr nach vorne. Also aber das klingt doch gut. Stürmer, Zehner, sowas. Ja, das erleichtert mich jetzt, weil wir haben bis jetzt immer vor allem strategische Rollen gehabt oder so Sechserrollen oder Innenverteidigerrollen. Insofern ist das gut. Da bist jetzt erstmal der Ein-Mann-Sturm hier im Zweierkette FM. Team. Ja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist und du bist auch sehr erfolgreich unterwegs, habe ich mitbekommen. Mal so. Da werden wir gleich auf jeden Fall ein bisschen drüber reden, über deine Karriere. Vorher hat uns aber der liebe Philipp, der in der letzten Folge zu Gast war, eine Frage für dich dagelassen. Was hältst du denn von Indonesien? Oh, das ist doch eine Anspielung. Ich kann mich da ganz vage erinnern an ein Event. Da war mal was. Auf was bezogen? Hat er da noch was dazugestellt oder ansonsten gar nichts mehr? Ja, wir haben halt beim letzten Mal so ein bisschen über verrückte Spielstände gesprochen und ja, dass ein Safe in Indonesien auch sehr reizvoll ist und dann natürlich die Überleitung zum Event, wo die wir ja in Liverpool waren, erstmal gecheckt haben, was Indonesien für eine riesige und fanatische FM-Community hat. Und natürlich auch weltmeisterliche FM-Community, muss man auch dazu sagen. Und ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen neulich? Die haben in Indonesien ein komplettes FM-Event gehostet. Habt ihr das mitbekommen? Echt jetzt? Nee, hab ich nicht mitbekommen. Krass. Und zwar gesponsert von Lenovo, die ja auch in Liverpool mit am Start waren und so richtig professionell produziert und alles. Ich habe das auch nur durch Zufall mitbekommen, weil ich dem indonesischen Weltmeister auf Twitter folge und dadurch dann so ein paar Bilder gesehen habe. Und Jack, also Work the Space auf Twitter auch nochmal sich staunend darüber geäußert hat, was da so in Indonesien abgeht. Also die machen voll ernst und da der amtierende Weltmeister nicht gewonnen hat, kann man davon ausgehen, dass sie bei der nächsten Weltmeisterschaft auf jeden Fall wieder mindestens ein schlagkräftiges Team stellen werden. Die hatten eine goldene Generation praktisch. Ja, und ich habe persönlich auch ein bisschen Angst, dass sie als Titelverteidiger dann das Privileg haben, 2 Teams zu schicken, so wie die Engländer beim letzten Mal. Ja, ich glaube dann, die werden dann auf Jahre hinaus unschlagbar sein. Dann müssen wir in Deutschland ja eigentlich mit der deutschen FM-Meisterschaft nachziehen, oder? Wenn die in Indonesier das jetzt schon machen? Ja, eigentlich schon. Da muss was kommen. Ja. Eigentlich schon. Ja. Müssen wir unsere Ambitionen ein bisschen hegen. Ja, aber wo wir gerade über Ambitionen sprechen, Badeschlappen, nimm uns mit zu deinen Leiden und Lust und Leiden in Holland. Ich muss gerade schon schmunzeln, als du gemeint hast, von wegen erfolgreich, weil ich glaube, der Mindchat sagt wieder, naja, ob so erfolgreich ist. Ich bin aber tatsächlich in der mittlerweile 10. Saison gestartet als Zweitligist mit Ambitionen aufzusteigen. Ich glaube, es ist dann in der 3. Saison oder so gelungen, 2., 3. Saison. Sagst du noch kurz den Verein? Bitte? Sagst du noch kurz den Verein für die, genau, die das nicht stimmt, den auch noch. Ja. Roda Kerkrade. Ja, ich glaube in der 2. oder 3. Saison dann aufgestiegen in die erste holländische Liga. Vorletztes Jahr in der 8. Saison Meister geworden. In der 9. Saison wurde es dann leider Gottes wieder Ajax. Im nationalen Pokal tatsächlich gar nichts gewonnen. Immer irgendwie Halbfinal aus, gefühlt auch, ich glaube, es war in der Anfangszeit die ersten 10 oder 12 Spiele gegen Ajax alle nicht gewinnen können. Also so richtiger Angstgegner, der sich da aufgebaut hat. International war es die Europa League. Das Halbfinale gegen Feyenoord, glaube ich, rausgeflogen. Also auch holländisches Duell. Okay. Und Champions League Halbfinale gegen Man City. Ja, gut. Das war mit das Beste. Den Supercup konnte ich einmal gewinnen.
Und jetzt ist gerade das Kuriose, in der 10. Saison spielen wir wieder Champions League und müssen aber aufgrund eines Ausbaus des Stadions in den alten Sportpark Karlheide umziehen, was ungefähr im FM aussieht, als wäre es, also ich glaube, das ist das schlechteste Stadion, was es gibt, vom optischen. Das klingt wild, ja. Und es sieht richtig gut aus. Ja. Und ich habe komischerweise den Bug, dass bei internationalen Spielen keine Zuschauer da sind. Also wird ausverkauft angezeigt, aber man sieht keine Zuschauer. Also Atmosphäre ist nicht so deine Champions League. Vielleicht muss man deine Grafikeinstellung hochsetzen. Ja, ich muss auch mal schauen, dass die Tribüne komplett stimmt. Aber wie das bist ist du echt dann eigentlich, wie bist du dann eigentlich auf Kerkrade gekommen? Was war da der Ursprung? Boah, ich hatte also länger überlegt, was ich starten will und wollte entweder, also ich weiß gar nicht warum, aber entweder Portugal 2. Liga oder 3. Liga vielleicht sogar oder Holland. War dann so ein bisschen zwischen Bayramar oder Kerkrade. Und dann wird's Kerkrade, ja. Deswegen. Okay. Ist nicht Hüb Stevens aus Kerkrade? Hieß er nicht der Knurrer aus der Knurrer Kerkrade? Oder der Knurrer von Kerkrade? Ja. Nimmst du da ein bisschen Vorbild so, taktisch? Die Null muss stehen? Oh, ich möchte natürlich ein bisschen moderner denken, ne? Also, wir haben tatsächlich auch die 100 Tore geknackt. Stimmt, das war auch sehr kurios in der Meistersaison. Standen wir lustigerweise vorm letzten Spieltag bei 90 Toren und haben dann einfach mal das letzte Spiel 10-1 gewonnen. Ach Quatsch. Ich habe keine Ahnung warum. Das ist ja geil. Kein Editor auf oder sonst was. Genau, ich glaube dann 89 Punkte war die interne Rekordsaison. In der Folgesaison, in der dann Ajax wieder Meister geworden ist, gab es auch das letzte Spiel zwischen Ajax und Kerkrade. Das heißt, die hatten die Chance, mit uns punktetechnisch gleichzuziehen. Da haben wir Gott sei Dank, aber ich glaube, nochmal gewonnen. Also zumindest da nochmal Punkte mitgenommen. Aber ja, ich glaube auch einer meiner längsten Saves bisher mit jetzt 10 Saisons und es macht gefühlt immer noch so viel Spaß wie am Tag 1. Also richtig gut. Ja, ich finde, das macht oft dann hinten raus noch mehr Spaß, weil man ja viel mehr Ex-Spielern begegnet, viel mehr Geschichten, Rivalitäten hat. Also gerade so Thema wie Ajax immer als Maßstab, immer gescheitert und irgendwann nähert man sich dann so an. Aber vor dem letzten Ligaspiel, was du dann 10-1 gewonnen hast, hast du doch bestimmt eine verrückte Match-Engine installiert. Kann das sein? Ich weiß gar nicht, wann es war. Müssten wir mal nachschauen. Auf jeden Fall nicht bewusst. Aber hast du mal ausprobiert, die Match-Engine-Mods? Ja, ich weiß gar nicht, mittlerweile gibt es ja gefühlt ein paar mehr, glaube ich. Ich hatte, glaube ich, ich glaube, es war sogar dein Video, die allererste. Da gab es doch 2 Versionen. Ich glaube, einmal eine etwas offensivere, eine wildere und eine gebalancedere. Ja, genau. Wenn mich nicht alles täuscht. Und da die gebalancete in Anführungszeichen. Aber seitdem habe ich keine anderen mehr ausprobiert. Ja, okay. Aber das fand ich ja auch verrückt, wenn wir mal kurz einen Exkurs machen zu den Match-Engine-Mods, weil irgendwie war das ja, es gibt eine Match-Engine-Mod und alle so, oh Gott, wir können die Match-Engine modden und Junukas, du hattest ja auch ein Video dazu gemacht und irgendwie gefühlt eine Woche später gab es dann FM-Tweak mit einem Match-Engine-Mod-Manager, 4 Match-Engine-Mods und und Powerschüssen. Gesehen, Powerschüssen. Das finde ich ja schon wild. Und ich weiß nicht, ob das jetzt erst der Anfang ist. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass da noch einiges kommt. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. Also ich weiß nicht, wer das Video von Terry nicht gesehen hat, wo er diese komplett verrückte Match-Engine ausprobiert hat, das muss man sich geben. Das ist so wild, ne? Die schießen teilweise Tore, die vom FM nicht registriert werden, weil die einfach zu hart abziehen. Also zumindest sah es so aus. Das fand ich ja am krassesten, dieses 2-1 von Schalke in dem Video, wo Mohr abzieht, der Ball kommt aus dem Netz wieder zurück und dann schießt Süller dann das 2-1 oder andersrum und das wird dann registriert, wahrscheinlich weil der FM gerade in der Sekunde, als der Ball dann wieder im Tor war, gerade die Erkennung gelaufen hatte oder so. Vogelwild. Aber ich finde es interessant, also ich meine, das ist natürlich unspielbar, die Match-Engine-Mod, aber ich fand es insofern interessant, als dass so dieses ganze Ballbesitzspiel schon ein bisschen extremer war, aber jetzt nicht komplett nicht komplett extrem, so. Und bei den Torschüssen dann aber hingegen schon. Also das fand ich dann so interessant, weil man ja auch so ein bisschen Einblicke dahin bekommt, wie funktioniert die Match-Engine so. Also wo gibt's Parameter und was ist relativ eng gefasst, sage ich jetzt mal. Das fand ich schon interessant. Und bei der realistischen Mod gab es ja sehr, sehr, sehr viel positives Feedback. Aber ganz ehrlich,
ich sehe da relativ wenig Unterschiede. Das ist eher so auf Gefühlsebene, oder? Wie ist das bei euch? Also ich habe ja auch dieses Video gemacht und ich habe mir das alles angeschaut und meinte in jeder zweiten Szene dann erkennen zu können, dass das jetzt irgendwie was Neues wäre. Ich weiß nicht, also wahrscheinlich waren da schon ein paar neue Sachen mit dabei. Ich hatte das Gefühl, dass es teilweise im Passspiel ein bisschen direkter war, dass es mehr One-Touch-Football gab. Aber im Großen und Ganzen ist es halt immer noch der FM24 und man muss schon, also man weiß halt nicht, ob eine bestimmte Szene genauso gelaufen wäre, wenn man die originale Match-Engine geladen hätte, oder ob es dann jetzt tatsächlich an der neuen Match-Engine liegt, keine Ahnung. Ich spiele jetzt aktuell auch wieder mit der normalen Match-Engine, also mit der vom FM24. Man kriegt ja so ein bisschen mit, wie das Programmieren dieser neuen Match-Engines so läuft, und die haben da auch Probleme, also es funktioniert nicht alles komplett. Zum Beispiel gibt es da irgendwie ein Problem mit den Match-Ratings von Außenverteidigern oder so. Okay. Und da habe ich mir gedacht, komm, dann gehe ich wieder auf die normale und warte mal ab, bis das alles ein bisschen ausgereifter ist. Aber ich finde es einfach wild, dass es geht. Also vor einem halben Jahr oder vor 3 Monaten wusste noch keiner, dass es überhaupt möglich ist, da einzugreifen. Das ist schon echt crazy. Ja, ich glaube auch. Also so eine ganz nette Spielerei, aber nichts Lebensveränderndes. Das war immer so meine Aussage, wenn dann im Stream irgendwie die Nachfrage kam. Ja, ich finde das fasst ganz gut zusammen. Also für mich war es auch eher so, wir haben jetzt keinen FM25, also wir haben aber die Möglichkeit, den FM24 noch ein bisschen zu verändern. Gerade wenn man Richtung Meta spielt, was wir ja jetzt nicht tun, aber einfach da noch mal ein bisschen was anderes zu haben, an dem man ein bisschen rumtüfteln kann, so. Weil es ja dann doch ein paar Gewichtungen, ein paar Parameter einfach verschiebt und da so ein bisschen außerhalb der gewohnten Gleise dann läuft. Aber ja, wenn man jetzt nicht auf Arcade oder auf Tweak Sanity zurückgreift, dann ist das immer noch der FM, und das ist auch gut so. Das ist auch gut so. Ja. Aber nichtsdestotrotz bin ich gespannt, was die damit aufgestoßen haben, weil technisch ist es ja so, diese Datei SI-Match oder wie die heißt, die liegt ja einfach da in dem Data-Ordner, und irgendwie hat der Chinese ja das erste Mal geschafft, die irgendwie zu öffnen und irgendwie was Sinnvolles da herauszuholen, um dann zu sehen, welche Werte man wo verändern kann. Und ich bin halt einfach mal gespannt, was da noch alles für Dateien mit irgendwelchen Werten noch da drin rumliegen. Also, wisst ihr, da muss ja alles irgendwo anfassbar sein, und keine Ahnung. Ich bin mega gespannt. Ich dachte mir auch so im Nachhinein jetzt gesehen, ich meine, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, aber ist es ja auch fast schon relativ spät, dass da mal jemand irgendwie rumwurstelt, oder? Also, wie gesagt, ich bin technisch zu wenig, ich würde es überhaupt nicht hinkriegen, um Gottes Willen, aber so, dass es gerade jetzt so den Boom hat, aber wahrscheinlich haben sie auch gedacht, ja, der FM25 kommt nicht, ich will irgendwie ein bisschen Veränderung, da tüftel ich mal rum. Ja, aber und es waren halt wieder die Chinesen, ne? Ja. Also, stimmt. Aber ja, hast du schon recht, eigentlich ist es schon verrückt, dass das so lange gedauert hat. Aber ich glaube auch, ich habe mal mit jemandem aus dem Dunstkreis da gesprochen, und die Community, die da aktiv ist, sind halt auch so Ingenieure und sowas. Also da brauchst du, glaube ich, schon ein bisschen Brainpower. Da reicht nicht nur so Freude am FM. Keine Ahnung, was da dran ist. Wie gesagt, da bin ich auch technisch zu unbeleckt, aber ja, ich finde es. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wir hatten ja beim letzten Mal Philipp, Fußballwelt.at, zu Gast, und das war tatsächlich die Podcast-Folge, die am stärksten gestartet ist. So, und das ist ja normalerweise zu erwarten in irgendeiner Zeit, wo man einen neuen FM hat, wo es irgendwas Neues zu berichten gibt, wo ein bisschen Hype ist. Und ich habe das Gefühl, und wir haben ja auch schon drüber gesprochen hier, Lukas, dass diese Absage so ein Brustlöser war. Und ich sehe das auch bei mir auf dem YouTube-Kanal, bei dir auf dem YouTube-Kanal. Die Leute haben einfach wieder Bock auf den FM24. Ist das bei dir auch so, Badeschlappen, dass das so eine Befreiung war, oder? Da finde ich gerade interessant, weil ich heute lustigerweise, also ich habe jetzt auch wieder auf YouTube mit einem Safe angefangen mit dem Club. Ich glaube, ist gerade die 5. oder 6. Folge raus, und bin nur heute mal so ein bisschen die Analytics durch und sehe dann immer so im Vergleich auch zum EAFC-Karrieremodus, den ich ja auch auf YouTube bringe, so die durchschnittliche Wiedergabezeit. Und die Folgen sind ja trotzdem relativ gleich lang, immer, ich sage mal so 30 Minuten. Und die Wiedergabezeit, die durchschnittliche im FM, ist halt wirklich doppelt so hoch. Also liegt jetzt, glaube ich, nicht daran jetzt mit FM 25 und 24, aber zeigt, glaube ich, wie die Leute da dranbleiben, oder wie man da auch vielleicht eine bisschen andere Zielgruppe anspricht, die ein bisschen nicht so diese schnelle, kurze Aufmerksamkeitsspanne haben. Das ist mir heute besonders aufgefallen, dass der Unterschied wirklich relativ krass ist. Aber
Ja, also für mich, dadurch, dass ich jetzt kein neues Projekt auf Twitch oder so gestartet habe und das schon sehr gut ankam, hat sich da relativ wenig geändert. Also weder jetzt im Negativen noch im Positiven. Das ist so gleich geblieben. Das ist schon, ich weiß gar nicht, ich müsste mal nachgucken, vor wie vielen Monaten ich den Safe gestartet habe. Das ist auch schon wirklich ewig her. Ja. Ich habe meinen Safe, also mein Chemie-Safe habe ich im Juli 2024 gestartet, das ist schon Ewigkeiten her. Krass. Und ich habe tatsächlich jetzt nach der Absage des FM habe ich irgendwie 1.000-2.000 Views mehr auf jede Folge. Also was crazy ist, weil das ja wie Folge 50 ist oder sowas. Das heißt, die Leute kommen dann irgendwie wieder zurück und haben wieder Bock. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute so ein bisschen gewartet haben mit ihren Safe-Ideen auf den FM25. Und jetzt, wo der eben nicht gekommen ist, sagt man sich, okay, dann zocke ich halt doch FM24, dann kommst du wieder rein, kriegst wieder Bock. Und ja, ich kann das voll nachvollziehen. Weil selbst ich, also nach der Absage, ich spiele ja die ganze Zeit FM so, aber selbst ich habe nach der Absage wieder Bock bekommen auf neue Saves, neue Projekte und so weiter und so fort. Also ist schon so, war schon ein kleiner Brustlöser, denke ich auch, ja. Ja, bei mir war das vor allem in Hinsicht auf Content so, weil ich ja den Switch machen wollte von Twitch zu YouTube und dachte dann eigentlich, ja gut, jetzt gibt's im März einen neuen FM und dann haue ich wieder rein mit Guide-Content und so weiter und dann kam der nicht. Und dann dachte ich, ja komm, aber jetzt hast du auch wieder 10 Monate, 8 Monate vor der Brust, wo die Leute dann auch wieder andere Videos gucken. Und ja, ich mache jetzt halt noch Content zum FM24 so. Und der Februar war tatsächlich der zweiterfolgreichste Monat auf meinem YouTube-Kanal. So. Ja, wild. Und das ist halt schon komplett wild. Also natürlich war YouTube immer so ein bisschen eine On-Off-Beziehung, immer so ein bisschen regelmäßig, unregelmäßig. Aber halt zum Beispiel während Corona, wo wir regelmäßig Sachen gebracht haben und wo sowieso viele Leute zum FM gekommen sind, selbst das stinkt nicht dagegen an, rein von den Aufrufzahlen her. Und das finde ich schon verrückt. Also damit hätte ich echt nicht gerechnet. Also ich hätte jetzt gedacht, dass man erstmal so eine Durchstrecke hat, bis dann hoffentlich irgendwann die ersten geilen Bilder zum FM26 gibt. Und dann nimmt das wieder Fahrt auf, dann Richtung Release, aber... Ja, da haben wir doch jetzt schon praktisch den Podcast-Titel. Diese Content Creator wollen, dass der FM immer weiter verschoben wird. Zahlen besser. Ja, das ist übrigens eine Frage, die wir bekommen haben von JK 1997. Habt ihr denn Bedenken wegen dem FM26, da es bis jetzt noch keine Bilder gab? Also... Mich hätte es gewundert, wenn es jetzt schon Bilder zum FM26 gegeben hätte. Aber ja, Bedenken habe ich. Also nachdem der FM25 abgesagt wurde. Also ich bin weiterhin besorgt, sag ich mal. Man müsste mal ein Gespräch führen über im FM die Aussage. Ja, Verhalten loben oder Verhalten kritisieren. Ja, richtig. Ja. Vielleicht sogar Wasserflasche werfen. Nee, sehe ich ähnlich. Also jetzt genau auf die Frage gemünzt, dahingehend bin ich jetzt nicht besorgt, dass da vielleicht jetzt bisher noch nichts kam, aber klar, Frage ist natürlich schon, wo die Entwicklung hingeht und wann man die ersten News kriegt und wie dann allgemein die Kommunikation ist, bis hin zum Release. Aber wird sich ja dann hoffentlich in den nächsten Wochen zeigen, ja, und Monaten. Ja, ich hoffe auch, aber ich meine, seit der Absage sind jetzt auch schon wieder ein paar Wochen ins Land gegangen und man hat einfach nach wie vor gar nichts gehört von den Entwicklern. Ja. Ist jetzt nicht so, dass ich damit gerechnet hätte, aber ich glaube, da hatten wir auch mit Philipp drüber gesprochen. Man merkt halt schon, dass der Kredit so ein bisschen verspielt ist und man jetzt halt auch einfach, weil es gab ja zu keinem Zeitpunkt die Aussage, wir sind hier, das haben wir erreicht und hier haben wir die Probleme. Also beispielsweise das 3D-Spiel sieht jetzt so aus, die Berechnungen sind noch aus dem FM24, aber das ist die neue Grafik-Engine, so sieht das aus. Aber das Menü ist halt noch kaputt oder irgendwas. So. Es wäre so einfach ein bisschen Hype zu kreieren, wenn es schon was Vorzeigbares gäbe. Ne? Ja. Also, was ich ja auch in der letzten Woche gesagt habe, die könnten uns irgendwie ein Bild von einem Spielerprofil zeigen, was cool und neu aussieht. Wir würden eine ganze Podcast-Folge drüber machen. Also, ja. Also insofern, besorgt ist vielleicht eine Schublade zu hoch gegriffen, aber man ist schon so ein bisschen grundnervös, wenn man an den FM26 denkt. Ja. Aber gleichzeitig freut man sich einfach, dass man Bock auf den FM24 hat und das nimmt dann 98% von meinem Fokus zumindest ein. Ja. So, wir wollen ein bisschen über Taktik reden. Das ist auch immer eine Sache, die oft gefragt wird, wenn ich sage, hier, wir haben einen Podcast, worüber sollen wir reden? Taktik. So, wie optimiere ich meine Taktik? So, jetzt hast du ja in der zweiten Liga angefangen, Badeschlappen, du, Junukas, noch viel, viel weiter unten. Wie ist die taktische Entwicklung
dann, wir fangen mal mit dir an, Lukas. Du entwickelst eine Taktik, vermute ich, und wie passt du die dann jeweils an das neue Niveau an? Also bei mir war es lustigerweise schon mal vorneweg ein Mod, der mich zum Umdenken gebracht hat. Einer meiner Zuschauer, der Smarty, der so ein bisschen bei uns dafür steht, dass er nicht so wirklich Bock auf offensive Flügelspieler hat. Also das höchste der Gefühle sind Flügelverteidiger. Ja, ich glaube, wir haben gestartet. Ich kann dir nicht mal mehr sagen, was die allererste Grundidee war, aber wir haben auf jeden Fall in der Anfangszeit relativ viel versucht, mit einer Dreierkette zu lösen, was auch mir so mit am meisten Spaß macht, irgendwie Dreierkette als Grundprinzip und davon ausgehen, so ein bisschen gucken, wie man basteln kann. Bin jetzt aber mittlerweile beim 4-2-2 und ich liebe das 4-2-2. Ich hatte tatsächlich, ich hatte vor 1-2 FMs auch mal eine Journey, da war ich dann irgendwann bei Atletico Madrid und war nur ein halbes Jahr da, weil ich dann am Schluss mich mit dem Vorstand überworfen habe. Ich habe mich bei Inter Mailand beworben und der Vorstand fand es nicht gut und habe mich direkt gekickt. Aber hatte dann 4-2-2 und für Atletico-Verhältnisse irgendwie wirklich im Schnitt 3-4 Tore oder so in La Liga und Champions League und sonst was. Also völlig verrücktes halbes Jahr. Und das erinnert mich gerade an Kerkrade, weil es da sehr, sehr ähnlich läuft. Also meistens irgendwie die offensiven Stoßstürmer, hängende Spitze, jetzt aktuell mal der komplette Stürmer, das finde ich auch interessant, den habe ich bisher noch gar nicht gespielt. Hab da einen, der perfekt passt. Schattenstürmer dahinter und vorgeschobener Spielmacher auf unterstützen und die 4 da vorne, dahinter dann auch mittlerweile mit einem Segundo Volante, also auch ein bisschen verfeinert, zwei Flügelverteidiger, die mit hochschieben. Und bei mir ist halt auch mittlerweile, muss man sagen, in der Liga bis auf Ajax und mit Abstrichen Feyenoord und Eindhoven vielleicht sind die anderen halt auch zu schwach für die Stärke. Also da kann man dann auch ein bisschen sich zurücklehnen, ein bisschen rotieren und so. Aber wie ist die Umstellung dann erfolgt? Also bist du mit der Box-Taktik schon aufgestiegen und hast das dann weitergespielt? Oder hast du nach dem Aufstieg dann erstmal ein bisschen defensiver gespielt, bis du dann etabliert warst in der Liga? Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, kann auch sein, dass ich jetzt falsch liege, aber ich meine, wir haben in der Rückrunde der Aufstiegssaison schon umgestellt. Also irgendwie 3. Saison, 4. Saison, sowas in dem Dreh. Ich glaube, da war eine Zeit, in der es irgendwie nicht so wirklich lief und wir hatten halt eigentlich, das war immer meine Sorge, also wie gesagt, ich liebe auch die 4-2-2, aber hatte immer so die Sorge, ich habe zu viele Flügelspieler und kann nicht von jetzt auf gleich den Kader komplett umstrukturieren. Und dachte mir dann aber irgendwann, komm, egal, ich lerne die jetzt alle um, die können entweder Schattenstürmer oder die können Spielmacher, die waren noch alle relativ jung. Und darüber hinaus hat es dann so ein bisschen funktioniert. Wir hatten die letzte Entwicklung von der Vorsaison, von der 9. Saison zur 10. war im Grunde genommen, glaube ich, die einzige Änderung, aus einem Abräumer einen Segundo Volante zu machen. Ich glaube, ich hatte davor den Doppel-6 mit zurückgezogenem Spielmacher unterstützen und einen Abräumer. Und jetzt zurückgezogener Spielmacher auf Verteidigen und Segundo Volante auf Unterstützen. Also ich glaube, das war so die letzte größere Umstellung, aber an sich ist das System, da wird nicht mehr viel passieren wahrscheinlich mittlerweile. Spielst du das dann auch gegen City in der Champions League? Oder hast du dann noch eine Defensivtaktik? Habe ich tatsächlich, also halbwegs ähnlich, da haben wir uns aber ein bisschen durchgehangelt, also nur in den Rollen ein bisschen defensiver das Ganze angegangen, Flügelverteidiger dann mal auch verteidigen und solche Geschichten, aber so die Grundformation war gleich. Hatten aber ein bisschen Glück, dass wir im Hinspiel, glaube ich, was nicht so wirklich abgeschossen wurden. Wie ist die taktische Entwicklung in Leipzig gelaufen? Ich spiele jetzt tatsächlich auch das 4-2-2-2 und ich habe so ein bisschen zugehört gerade. Ich glaube, wir haben die gleiche Taktik. Wir haben auch, glaube ich, ähnliche Spieler. Mir wurde nämlich immer gesagt, ich würde die Spieler aus deinem Projekt klauen, ich glaube, Jonas Nickisch. Ja, den hatte ich. Und wen hatte ich denn? Wer war es noch? Paul Scholl? Nee, den hatte ich nicht. Nee, dann war es nicht. Dann war es irgendein anderer IV. Ich glaube, es war noch ein IV. Die habe ich relativ zeitnah hintereinander verpflichtet. Dann hieß es, jetzt mache ich dir alles nach. Ja, Nickisch ist hier Vereinslegende bei uns. Mit dem sind wir in die Bundesliga aufgestiegen. Ich glaube, der kam in der 3. Saison. Nee, ja doch, ich meine in der 3. Saison, irgendwann in der 3. Liga kam er mit dazu. Guter Mann. Ich spiele mittlerweile auch das 4-2-2-2. Habe irgendwann mal angefangen in der Regionalliga mit einem 4-4-2. Und ich mache das da immer so, also wenn ich einen Save anfange, gucke ich mir den Kader an und baue dann irgendwas, was dann so halbwegs dazu passt. Und habe dann gesehen, dass wir auf Außen
Dennis Must haben und der hat 2 Dinge, der war schnell und der war einigermaßen groß. Habe ich ihn einfach als inversen Flügelspieler auf Angreifen spielen lassen. Auf der anderen Seite Flügelverteidiger und Flügelspieler, sodass die Flanken immer auf den zweiten Pfosten kamen, Ja, das immer ist geil. auf Must. Hatte, glaube ich, am Ende dann als Linksaußen 20 Tore und 15 Vorlagen oder sowas. Und wir sind in der ersten Saison leider nicht aufgestiegen, aber dann in der zweiten Saison. Also die Taktik war komplett broken für die Regionalliga. In der dritten Liga hat das nicht mehr so ganz gut funktioniert und da habe ich es dann mit einem 4-2-3-1 versucht, was okay war, bis ich dann irgendwann auf dieses enge 4-2-2-2 gegangen bin. Und damit bin ich dann aufgestiegen in die zweite Liga, durchmarschiert durch die zweite in die Bundesliga. Und da spiele ich jetzt immer noch. Also das System ist einfach richtig gut. Man kriegt mit diesen 4 offensiven Spielern da vorne, da hat der Gegner das so schwer, alle irgendwie zu decken oder die Läufe zu tracken und so. Das ist schon ein cooles System. Ich finde, gerade auch defensiv macht sich das bezahlt, weil der Gegner gar nicht in Ruhe übers Zentrum aufbauen kann, sondern relativ früh raus spielen muss. Da ist natürlich dann mit dem einen Außenverteidiger die Schwachstelle, die man hat, aber durch die Doppel-6 kriegt man das halt normalerweise super gecovert. Also das fand ich immer mega interessant. Also ich hatte das ja, was war das denn? FM20? FM21? FM21 war, glaube ich, Cruzeiro, wo ich in Brasilien war. Da habe ich ja auch die brasilianische Box, wie ich sie genannt habe, gespielt. Und das fand ich krass, wie viel hohe Ballgewinne man damit erzielt hat. Ja, stimmt. Was ich immer ein bisschen schwierig finde mit dem System, ist es, wenn der Gegner sehr offensive Außenverteidiger hat und man dann selbst über den Flügel so ein bisschen blank steht mit nur einem Außenverteidiger. Da mache ich dann oft so, ich weiß nicht, wie du das dann machst, Lukas, wenn dir das passiert. Ich mache das dann oft so, dass ich den Zehnern quasi sage, dass sie dann den Außenverteidiger decken sollen, dass die quasi nach außen gehen, wenn man gegen den Ball spielt, dass man dann so ein 4-4-2 im Grunde spielt. Das funktioniert ganz gut. Das kann ich mir schon mal merken für die großen Spiele. Also ansonsten bin ich derjenige, der mit den Außenverteidigern halt so hoch schiebt, dass die anderen da gar nicht erst zur Geltung kommen tatsächlich. Ja. Aber ich fand's auch spannend, also so diese Läufe in die Box im 4-2-2 an sich schon sehr geil und dann wirklich mit dem Segundo Volante in dieser Saison. Also ich glaube wirklich jedes zweite Tor ist sei es ein Flügelverteidiger oder jemand, der nach außen sich fallen lässt, geht bis zur Grundlinie, legt den flach rein und dann schießen einen ins leere Tor. Meistens lässt derjenige am ersten Pfosten so durch mit diesem falschen Tackling, sage ich mal, wo der Ball so durchflutscht und dann schießt er ins leere Tor. Also das ist so, gefühlt jeder dritte Treffer ist so bei mir. Ja, kenne ich. Also wird ja heute keine Folge über taktische Varianz. Nein, stur. Also die musst du reinbringen, Terry, die taktische Varianz. Ja, gut. Ich spiele auch mit Dreierkette. Ich spiele 3-4-3 tatsächlich mit offensiven Außenspielern. Ich bin eigentlich auch ein großer Verfechter von engen Formationen tatsächlich und habe die Taktik dann. Also ich spiele mit Doppelvolante oder mit Volante und Regista, je nachdem. Also ich habe in der offensiven Variante sind es 2 Volantes auf Angreifen, weil der ganze Zehnerraum natürlich frei ist mit den Außenstürmern. Und gestartet habe ich weiß gar nicht mehr, was die allererste Version von der Taktik war, aber ich weiß noch, dass ich zuerst 2 Zehner und einen Neuner hatte und dann irgendwann auf 2 Stürmer und einen Zehner umgestellt habe, weil ich im Mutant Tech so extrem viele Offensivspieler hatte. So, das waren aber auch ganz viele, die dann irgendwie eine Natural Außenstürmer waren. Und dann habe ich irgendwann auf 3-4-3 mit Außenstürmern umgestellt. Und das funktioniert tatsächlich auch extrem gut. Also, weil die nach innen ziehen natürlich als inverse Außenstürmer. Und dann hat man halt die Außenverteidiger, die hinterlaufen und die Volantes oder Volante und Regista, die backern dann das ganze Mittelfeld vertikal. Und dahinter meine Lieblingsrolle, der Libero. Ja. Und der zieht dann halt in den verwaisten Sechserraum und der hat auch, also der hat jetzt nicht abartig viele Tore und Vorlagen, aber der ist halt immer mal wieder in der Verlosung, um dann nochmal einen Ball reinzuschlagen oder um dann doch mal einen Distanzschuss zu versuchen und sowas. Also das macht schon, also ich liebe die Rolle. Das macht schon richtig Spaß. Spielst du den auf Unterstützen oder auf Verteidigen? Auf Verteidigen. Verteidigen. Genau. Und das reicht eigentlich auch, weil er dann genau in dem Raum ist, wo die Volantes dann nicht sind und geht dann nicht noch einen Ticken weiter nach vorne.
Und das macht halt schon richtig Laune. Und Volante, auch einer meiner absoluten Lieblingsrollen, hat so ein bisschen den ZMA abgelöst, weil ich jetzt meistens mit Doppel-6 spiele und nicht mehr mit Doppel-8. Ja, es ist halt auch einfach geil, wenn du da einen hast, der laufstark ist, der irgendwie ackert, dann passieren da sehr, sehr viele schöne Dinge immer mit. Guckst du dann bei den Volantes auch auf die PPAs, also auf diese Spieleigenschaften, dass er irgendwie geht bei jeder Gelegenheit nach vorne oder sowas in die Richtung? Ja, zumindest bringe ich denen das dann meistens bei. Aber auch solche Sachen wie spielt Doppelpässe, weil ich dann einfach denke, der rennt da nach vorne, nimmt dann nochmal den Außenverteidiger mit, marschiert weiter, kriegt den dann wieder zurück, der andere Volante mit dabei in der Verlosung. So, das ist schon was dann immer dazugehört, ja. Aber es hängt auch so ein bisschen davon ab. Also ich habe auch so, wie gesagt, meistens mit Register und Volante, manchmal mit Doppelvolante, wenn ich so richtig ein Tor brauche. Und ich habe halt auch so Spielmachertypen, ne, die dann eher für die Register-Rolle geeignet sind. Die haben dann die PPM meistens nicht. Wobei das auch da nicht schadet. Also der absichernde Sechser-Part, den habe ich ja nicht in der Taktik. Das ist dann der Job vom Libero. Also dafür spielt man eine Dreierkette. Dass man da immer 3 Leute hinten hat und nicht unbedingt noch einen Sechser braucht. Ja. Aber das macht schon richtig viel Spaß. Also ich bin auch ein großer Dreierkettenverfechter tatsächlich. Also auch da wieder keine taktische Varianz. Wobei ich versucht habe... Entschuldigung. Ich brauche nämlich noch eine gute Taktik für meinen Schalke Retro-Save. Ich habe dann in 2013 gestartet und das sieht nach was aus, was passen könnte. Schön mit irgendwie Jermaine Jones und Dennis Aogo auf der 6 als Volantes. Oh ja. Wäre nicht schlecht. Ja. Ich kann mir auch noch ein paar Sachen rausziehen, weil ich könnte mittlerweile eine zweite Top-Mannschaft aufmachen. Ich hab gerade nachgeguckt, ich habe insgesamt 90 Millionen Transferbudget noch. 7 Millionen Gehaltsbudget, also einfach im November. Die Mannschaft ist überragend und ich habe insgesamt, also es sind einige, man nennt uns schon den FC Chelsea Hollands. Also ich glaube, 20 Leihspieler reichen nicht, die auch nochmal alle einen gewissen Wert haben. Also so übertrieben habe ich es tatsächlich auch noch nie, aber ich weiß aber nicht, wohin mit dem Geld. Und wenn das so ein gutes Talent einen anlacht für den guten Preis, dann nimmt man den halt mal mit. Ja, ich glaube, das Thema hatten wir im letzten Podcast auch mit Philipp. Da kann man nicht widerstehen. Ja, Wahnsinn. Ja, so. Also, ja. Ich versuche mich ja, wie gesagt, ein bisschen zu disziplinieren, aber das bringt uns noch mal zu einem anderen Thema, nämlich zu den zweiten Mannschaften, und die man ja auch gebrauchen kann, um solche Talente zu entwickeln. Bei dir, Lukas, ist die zweite Mannschaft nicht aufgestiegen, aber deine Jugendmannschaft, ist das richtig? Also ich habe die zweite Mannschaft jetzt erst vor der aktuellen Saison aktiviert. Also es ist jetzt die erste Saison, in der sie mit dabei ist, aber sie spielt eben in keiner aktiven Liga, sondern, glaube ich, deutsche Amateurligen stehen oder sowas. Also aktiviert heißt, du warst beim Vorstand? Ja, genau. Ich war beim Vorstand, habe sie zur aktuellen Saison aktiviert und hoffe dann jetzt eben, dass sie zur nächsten Saison vielleicht in die Landesliga aufsteigt. Habe dafür schon mit dem Editor die Reputation hochgeschraubt. Weil das scheint irgendwie so ein bisschen der einzige Weg zu sein, das nachträglich noch hinzubekommen. Es gab da einen Weg, den du auch in deinem Video erzählt hast, dass man das mit dem Pre-Game-Editor irgendwie hinbekommt, dass die zweite Mannschaft dann ins Ligensystem mit integriert wird. Aber da war ich ein bisschen spät für. Ja gut, das ist ja im Prinzip also wenn du die im laufenden Spielstand gegründet hast, dann ist die ja in dieses Amateurligen-Pool ist die ja dann mit drin. Ah ja, stimmt. So, das heißt, im Pre-Game-Editor wäre es nur, dass man überprüft, ob die da drin ist oder nicht, dass man das dann einträgt, damit sie aufsteigen kann. Okay. Also, genau, also alle, die das nicht mitbekommen, ich habe da auch ein Video zu gemacht, und zwar der gute Gamecrasher, seines Zeichens Head Researcher für Deutschland. Das war ja immer so ein Mysterium. Können zweite Mannschaften aufsteigen? Wenn ja, wie lange dauert das? B, wie kann man das beeinflussen? Und C, wie ist das, wenn man die Mannschaften im Spiel gegründet hat? Weil das war immer so eine Sache, die habe ich immer mal wieder im Chat gehört. Ja, ich habe eine zweite Mannschaft gegründet und die ist mal aufgestiegen, aber es war nie so richtig verifizierbar, und ich hatte mir dann mal im Nachgang an das Video mal ein paar Saves aus der Community schicken lassen mit gegründeter zweiten Mannschaft und habe dann eben auch vorsimuliert, und es ist tatsächlich möglich, dass die dann in eine spielbare Liga aufsteigen. In dem Fall war das Dresden 2 und die tiefste Liga war die 3. Liga, und selbst da sind die dann drin hochgekommen. Nach 4 Jahren, aber auch da, weil ich jetzt keine Lust hatte, 20 Jahre zu simulieren, habe ich die Reputation vorher hochgesetzt.
Und die Reputation habe ich auf 8.000 gesetzt, das ist kontinental, also die waren dann direkt, weiß nicht, 6 größter Vereine in Deutschland. Und selbst da haben sie 4 Jahre gebraucht, um aufzusteigen. Also Reputation scheint auch nur ein Faktor zu sein. Ja. Dann vielleicht nochmal ein Unterschied, ob du die dritte Liga als niedrigste aktiviert hast oder die Landesliga, kann ich mir vorstellen. Ja, klar, weil natürlich, wenn die Landesliga aktiv ist, hast du natürlich schon ganz, ganz viele Vereine, die sonst mitten in der Verlosung sind, die dann einfach schon eine Liga haben. Ja. Mhm. Und sobald die in der festen Liga sind, hat man dann natürlich ganz andere Möglichkeiten, die Aufstiege zu unterstützen, indem man entsprechende Spieler dann mal da parkt. Wenn die Meisterschaft frühzeitig klar ist, dann mal seine Stammspieler mal kurz in die Landesliga 2 schickt. Ist aber ganz lustig, weil ich dazu tatsächlich auch was sagen kann. Ich habe nämlich das Problem, dass in der zweiten holländischen Liga es einen Pool aus Mannschaften gibt, die immer gleich sind. Also du hast nicht die Möglichkeit, aus sportlichen Gründen in die zweite Liga Hollands aufzusteigen oder der Niederlande, sondern das ist also im Grunde genommen kannst du dich darauf bewerben und es wird dann scheinbar, wenn ich es richtig so gelesen habe, entschieden, wer in diese Liga mit dazukommt. Ach Quatsch. Das heißt, die steht mehr oder weniger fest. Das Einzige, was passieren könnte, wenn die ganzen Jong-Mannschaften, also die zweiten Mannschaften von den Top-Teams, wenn da eine rausfliegt, dann kann es wieder aufgefüllt werden. Oder irgendwie so. Also ich bin mittlerweile auch... Es hat sich erstens im FM nie was getan und ich müsste es nochmal nachlesen. Das ist jetzt tatsächlich auch schon wieder ein bisschen her, weil es in der Anfangszeit war. Aber da gab es irgendeinen Verband oder irgendwas, der dann darüber entscheidet, wer in der Liga startberechtigt ist. Ja, so ein bisschen dann wie bei den US-Sportarten, wo es dann einfach keinen Abstieg gibt oder was. Im Eishockey oder so, ja, stimmt. Aber das ist ja wild. Das heißt, du hast in Holland, aber in der zweiten Liga sind schon Profimannschaften außer den jungen Mannschaften. So, das heißt, du hast in Holland eigentlich eine geschlossene Gesellschaft, erste, zweite Liga. Und danach ist schon Amateurfußball oder was? Wie gesagt, kann gut sein, dass also das war zumindest der letzte Stand, den ich gelesen habe. Ich habe es nur so ein bisschen noch im Hinterkopf. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich dann nebenbei schnell auf die Schnelle noch was finde. Klingt, als wäre Es gibt dann nämlich auch keinen Absteiger nämlich in der zweiten holländischen Liga dann. Crazy. Aber ich gucke nochmal. Am Ende ist es jetzt der größte Fail. Aber wenn das wirklich so ist, dann ändert das meine Antwort auf die beste Mannschaft für Anfänger im FM radikal. Fang einfach beim schlechtesten Verein der zweiten holländischen Liga an. Du hast nichts zu verlieren. Du kannst alles ausprobieren. Und wenn du dich dann hochgearbeitet hast, dann... Das macht auch jeden Lower League Save in Holland zum absoluten Horror, weil du einfach darauf wartest, bis der Verband sagt, du darfst jetzt aufsteigen. Aber das wäre spannend zu wissen, wie das im FM abgebildet ist. Also ob der FM dann auch sowas wie Neuanmeldungen kennt oder so. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Gibt es da eigentlich, also kann man im FM in Holland bis in die dritte Liga spielen? Geht das überhaupt? Ich glaube nicht. Nee, ich meine nicht. Okay. Ich meine nicht. Also zweite ist Grenze. Das ist ja Vogelwild. Also wie gesagt, alles unter Vorbehalt noch, aber ich finde jetzt tatsächlich auf die Schnelle nichts. Weil wenn ich mir die Tabelle anschaue, da ist dann schon ein Abstieg gerade eingezeichnet. Aber ich meine, irgendwas haben wir damals relativ in der Anfangszeit mal rausgefunden oder vermeintlich dann rausgefunden mit der Community, dass da irgendwas Besonderes war oder irgendwelche verrückten Regeln waren. Aber müsste ich nochmal gucken. Aber nachdem wir uns im letzten Podcast schon mit unseren Österreich-Kenntnissen mit Ruhm bekleckert haben. Ich wusste immerhin, dass die Liga irgendwie geteilt wird. Ja, das war schon gut. Verbreiten wir jetzt einfach Fake News über Holland. Aber spannend, das ist echt spannend. Ich hab leider in meinem Save, den ich gerade offen habe, Holland nicht aktiv, die zweite Liga, sonst könnte man mal in die Liga-Regeln gucken oder so. Aber das könnt ihr zu Hause auch machen. Ihr habt ja den FM offen, wenn ihr diese Folge hört. Das ist ja echt spannend. Jetzt hast du gesagt 93 Millionen oder was das war, Transferbudget. Ja. Nachdem du im Champions League Halbfinale warst, bist du jetzt finanziell an den anderen auch vorbeigezogen oder bist du auch vom Gehaltsbudget, sage ich mal, immer noch zweite Geige oder dritte Geige? Ich hab's jetzt ein bisschen gesprengt in dieser Saison, muss ich sagen. Also davor ging's richtig gut, klar. Ich glaube, kann man nachschauen, so, der Topverdiener war bei mir ein Spieler namens Ivan Fernandes, ein aggressiver Argentinier, der die Segundo Volante Position gespielt hat, mit 2,75 Millionen. Ja.
Und jetzt habe ich mir mal gedacht, und beziehungsweise eigentlich, ich wollte nicht, aber der Chat hat mich ein bisschen dazu hingetrieben, hat gemeint, ich muss jetzt einfach mal nochmal einen finanziellen Sprung machen. Und jetzt ist das Gehaltsgefüge gerade aktuell ein bisschen zerstört. Also Dennis Simon habe ich mir jetzt geholt mit 8,7 Millionen. Dann ein Johnny, ein 32-jähriger US-Amerikaner als Spielmacher, der verdient 7 Millionen. Alright. Deswegen, das ist jetzt gerade so die Geschichte. Man und hat's es ist halt, noch ein ne? bisschen verrückt, ja. Aha, okay. Ich wollte es eigentlich nicht, aber die Community wollte es ausnahmsweise. Mal habe ich es gemacht. Ja. Ich habe gerade bei mir geschaut, bei mir ist tatsächlich auch mein Segundo Volante in Argentinien mit 2,5 Millionen mein Topverdiener. Ja, der ist allerdings nur 12 aggressiv. Dafür. Ja, und was mir auch noch gerade einfällt, ich hatte auch noch einen 100-Millionen-Deal. Der Gute hieß Sepp Börlage, holländischer Innenverteidiger. Den wollte sogar Real und Barca oder so, und am Ende ist er aber zu Tottenham. Warum auch nicht, ne? Ja, und habe jetzt 50% der Transfersumme sogar insgesamt gehen nochmal an mich. Und jetzt waren wir am Überlegen, ob wir ihn holen und was dann passieren würde. Ob ich dann im Nachgang nochmal den Bonus krieg oder das ist wieder zurück. Easy. Ja. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es ausgeschlossen, wenn man den zurückholt. Aber ich bin mir nicht sicher. Früher ging es auf jeden Fall, weil das ist jetzt, weiß ich nicht, 5, 6, 8 Jahre her. Da habe ich das tatsächlich mal so gemacht, dass ich so Ex-Spieler zurückgeholt habe mit so einer Klausel und habe dann die Hälfte der Transfersumme wieder bekommen. Ja, aber das ist schon witzig, wenn du so in diesen kleinen Ligen unterwegs bist und hast dann so Überfliegerspieler. Bei mir ist ja Pisano, dieser italienische Außenverteidiger, über den ich ja auch schon mal gesprochen habe. Und der auch in meinem Video zur Jugendarbeit vorkommt, weil ich ihn einfach liebe, den Mann. Und da gab es auch schon Angebote Richtung 100 Millionen aus der Premier League von den Bayern, aus Italien. Ja, da wäre dann einmal Austria Wien auf Jahre hinaus finanziert, glaube ich. Ja, ich warte bei Chemie auch noch auf das Angebot für eins meiner Wonder Kids. Ich habe so einen 6er Alvaro Montes, der ist 55 bis 70 Millionen wert. Irgendwann muss da was kommen. Mein bestverdiener Spieler ist übrigens aktuell Merlin Röhl mit 3,7 Millionen. Ah, okay, das ist ja noch human. Also nicht so wie Kerkrade da bei den Neureichen. Um sich geschmissen. Was mir auch noch einfällt, was bei mir neulich mal der Fall war und was ich entweder noch nie hatte oder zumindest also dass es so krass war, glaube ich, habe ich tatsächlich noch nicht erlebt, dass ein Spieler von mir bei der Zielstrebigkeit aufgrund seiner, ich weiß gar nicht, wie der offizielle Satz war, aufgrund Geschehnisse außerhalb des Platzes ist, glaube ich, die Zielstrebigkeit wirklich, ich meine, um 10, wenn nicht sogar 15 Punkte runter, von jetzt auf gleich. Und kurz drauf tatsächlich bei nochmal einem Spieler recht ähnlich, aber es wurde halt nicht näher begründet, also was jetzt genau das Problem war. Aber hatte ich, glaube ich, dass es so von jetzt auf gleich so krass runtergeht, auch noch nicht. War das ein Spieler, wo es dir wehgetan hat? Ja, aber der wurde halt dann verkauft. Sehr gut. Also ich hatte die Meldung auch schon 2, 3 Mal, aber das waren dann immer irgendwelche Spieler aus der zweiten Mannschaft so gefühlt, also keine, die eine große Rolle gespielt haben. Und ich hatte mal die gegenteilige Meldung, dass die Zielstrebigkeit dann um 10 Punkte gestiegen ist. Und Stark. Ist jetzt leider auch schon Jahre her, aber das war damals bei einem Talent, was sehr vielversprechend war und was dann natürlich in der internen Hackordnung dann nach oben gerutscht ist dadurch. Aber ich finde es ein bisschen schade, wie du sagst, dass das nicht begründet wird. Mhm. Und wenn das so anstoßmäßig ist, weil die Oma irgendwas in den Kuchen gemacht hat, Haschkekse gebacken hat oder so. Hat im Lotto gewonnen und muss jetzt nicht mehr Fußball spielen. Ja, sowas. Ne? Oder hat 1 Million Follower auf Instagram und lebt jetzt von Social Media oder so. Ja, genau, Und das andere ist, ich finde, sowas könnte, ich weiß jetzt nicht, viel häufiger vorkommen, aber noch ein bisschen variabler, also auch auf andere Attribute. Also ich meine, dass jetzt 10 Schnelligkeit dazu gewinnst, ist unwahrscheinlich, aber gerade bei den mentalen Attributen, und es muss ja auch nicht immer plus 10 sein, aber man kann ja sagen, hier hat sich jetzt ein Mentaltrainer privat angeschafft und arbeitet mit dem und dann erhöht sich im Laufe von 3 Jahren dann die Konzentration um 5 Punkte oder um 3 Punkte oder was auch immer. Also sowas fände ich halt witzig. Ja, stimmt. Weil das ja auch Dinge sind, die im echten Leben passieren.
So. Ja, absolut. Also ich glaube, da könnte man echt was machen. Bisher zwar noch nicht drüber nachgedacht, ich habe es nur im Negativen erlebt, aber ich hätte es auch gerne mal im Positiven, ja. Ich meine, ich vermute, der FM bildet das einfach über Professionalität ab. Also man hat ja auch manchmal diese Meldung, trainiert in seiner Freizeit an seinem schwachen Fuß. Also kriegt man auch nicht unter die Nase gerieben, steht dann einfach nur so im Spielerprofil. Sowas wäre halt schon cool, wenn du dann irgendwie deinen privaten Gymnastiktrainer hast oder deinen privaten Mentaltrainer oder so. Ja, finde ich, hätte Potenzial noch. Ich hatte einen Japaner, fällt mir gerade noch ein, der auch ein sehr großes Potenzial hatte. Hab den verpflichtet für, ich glaube gar nicht so viel, also 5 Millionen oder so, war damals noch ein Talent. Und der hat tatsächlich, bevor er sein allererstes Pflichtspiel bei mir gemacht hat, war allerdings auch in der Anfangszeit, ich glaube 3 Wochen verletzt, hatte ich 3-mal die Meldung, dass er er wurde früh beim Verlassen einer Diskothek gesichtet. Also er hat noch nicht mal ein Spiel gemacht und war schon 3-mal feiern, deswegen war es dann bei uns der Party-Japaner. Aber der wurde dann auch in Richtung Lissabon, glaube ich, verkauft. Trotzdem mitgenommen. Kann man, glaube ich, auch gut feiern. Ja. Geil, ey. Das erinnert mich an Ivica Eles. Der war in, was war das für ein FM? FM 20. FM 20, genau, den hatten wir bei Atalanta und den haben wir dann noch. Genau, dann sind wir von Atalanta zu Liverpool gewechselt und er ist, glaube ich, von Atalanta dann irgendwann zu Arsenal oder so gewechselt. Und das war auch ein unprofessioneller Horst vor dem Herrn, auch hier Kneipenbesuche und so weiter und sich dann immer beschwert, wenn irgendwas nicht so lief, wie er wollte. Aber ein guter Fußballer, muss man sagen. Also, aber das ist halt auch eine Sache, die halt auch erst vorkommen und häufiger vorkommen, wenn du halt lange Spielstände hast, wo dann hauptsächlich nur noch Newgens unterwegs sind. Weil so Disco-Ereignisse hast du halt nicht mit echten Spielern, weil sonst der Berater oder der Anwalt anrufen. Ja, und ich hatte auch noch Sorge, weil ich noch einen weiteren japanischen Stürmerstar habe und ich dachte schon, der steckt ihn an und nimmt ihn dann auch noch mit zum Party machen. Aber ist nicht passiert, Gott sei Dank. Wer kennt sie nicht, die japanische Partyfraktion? Ja, echt so. Ja, geil. Gibt es sonst noch irgendwelche verrückten Ereignisse, die ihr immer hattet im FM? Ich überlege gerade. Selten. Ne? Also ich spiele die Saves meistens nicht lang genug, dass ich genug Nugents hätte. Also ist jetzt nichts Verrücktes, aber was mich aktuell stört, ich weiß nicht, ob es an der Reputation bei mir noch liegt, dass ich meine Jugendeinrichtungen komischerweise nicht ausbauen kann. Also ich bin, nicht viel mehr. Ja. Das zum einen und zum anderen genau die Partnervereine. Also ich habe zwar jetzt mittlerweile 3 oder 4, aber ich habe von ganz vielen anderen, also von Zuschauern gehört, die auch Saves haben, die relativ lang sind und die Reputation eigentlich ganz gut ist, dass die irgendwie schon 20 Partnervereine haben und ich kann jedes Mal den Vorstand fragen und der sagt nö. Und ich glaube, die Jugendeinrichtungen sind 6 von 10 und alles andere ist auf Maximum. Also ich hatte das bei Austria, ich meine, das war das mit Partnervereinen? Nee, das war mit Mitarbeitern. Ich wollte einfach nur einen Assistenztrainer zusätzlich haben. Bei mir dann auch mittlerweile 50 Millionen Transferbudget in Österreich. Irgendwie die Hälfte vom Gehaltsbudget nicht ausgegeben, weil nur junge Spieler und die knallharte Kadergehaltsstruktur, Disziplin. Die wollten mir einfach keinen zusätzlichen Assistenztrainer genehmigen. Ich hätte gesagt, nehmt 1 Million von meinem Gehaltsbudget weg. Da kann ich ihn jahrelang von bezahlen. Haben die nicht gemacht. Ja. Jedes Mal, wenn die Option verfügbar war, habe ich mit denen geredet. Ich habe gesagt, wir können dann die Trainingsbelastung anders steuern. Ich habe jede einzelne Begründung, die man auswählen kann, habe ich gemacht. Keine Chance. Keine Chance. Aber manchmal wollen sie nicht. Und dann kommt irgendwann der Vorschlag vom Vorstand, ob wir denn nicht das Gehaltslimit für den Chefphysio hochsetzen wollen. Ich denke mir, Junge, gebt mir einfach einen neuen Assistenztrainer. Nee, das können wir nicht machen. Ich denke so, ist die Trainerumkleide zu klein? Was ist der Grund dahinter? Wir spielen Champions League. Wir verdienen uns einen Arsch voll Geld. Ich will einfach nur meine Auslastung optimieren. Nee, geht nicht. Kann man leider nicht machen. Geheimnisse will der FM behalten. Ja. Genau. Aber dass man die Jugendeinrichtung nicht ausbauen kann, das hatte ich tatsächlich auch schon. Und das hatte ich auch in den Videokommentaren auf das Jugendarbeitsvideo, dass irgendjemand da geschrieben hat, er versteht das nicht, dass er als FC Bayern 1 Milliarde Geld auf dem Konto hat und die Einrichtung nicht ausbauen kann. Ich glaube, bei ihm war das die Nachwuchsrekrutierung oder so. Ja, ich habe das auch. Und zwar taucht bei mir die Option nicht mal auf. Also bei Anfrage an Vorstand kann ich das nicht mal anfragen. Die kriege ich zumindest.
Okay, immerhin. Und bei du mir bist war es dann auch so, ich abgelehnt, hatte 7 oder? von 10 und dann aufgrund der Modernisierung oder was da immer der Satz ist, wurde es zurückgestuft. Und da finde ich zumindest jetzt, dass es dann häufiger ging, dass der Vorstand dann eher noch sagt, ja, mach mal wieder. Ja. Aber selbst da ging es nicht. Also ich habe jetzt sogar einen Rückschritt gemacht im Vergleich zu den letzten 5, 6 Jahren. Ja, geil. Ja, crazy. Also mit den Jugendeinrichtungen, das hatte ich mal in irgendeinem FM. Ich weiß nicht bei welchem, aber muss einer derer gewesen sein, wo ich länger beim Verein war. Und ich meine, da musste ich 2 Jahre warten und dann konnte ich wieder ausbauen. Und das hing irgendwie, ich muss lügen, mit dem Stadion zusammen oder so. Also, dass man, wenn man auf irgendeinem Zustand vom Stadion ist, dass man dann nur auf ein bestimmtes Level von den Jugendeinrichtungen kann. Irgendwie sowas. Ich krieg's leider nicht mehr zusammen. Ja gut, mit meinem Stadion aktuell wird es Sinn machen, mit meinem Sportpark Karlheide. Aber also ich habe zumindest, ich glaube vorher waren es 20.000, jetzt soll ausgebaut werden auf 30.000. Also schon ein eher kleineres Stadion, was ich so ursprünglich habe. Vielleicht, also ich weiß auch nicht, ob das mit dem Stadionzustand zusammenhängt. Keine Ahnung. Ich meine, es wäre sowas gewesen, aber das ist auch manchmal, man kriegt im Chat nochmal einen Hinweis und kann das dann noch nicht immer verifizieren, ob das so ist. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich dann irgendwie 2, 3 Jahre warten musste. Oder es lag daran, dass wir gerade ein Stadion gebaut haben. Das kann auch sein. Dass wir ein Stadion gebaut haben und nachdem das eröffnet wurde, ging es dann mit den anderen Einrichtungen weiter. Irgendwie sowas. Aber ja, das sind so Stellen, wo ich es auch einfach gut finde, wenn der FM da transparenter wäre und der Vorstand sagt, finden wir grundsätzlich eine gute Idee, aber wir sind gerade, weiß ich nicht, Oberkante, Unterlippe mit Planung fürs Stadion beschäftigt. Kann man nicht machen. Manchmal klappt ja sogar das Drohen, aber nach meinem Fauxpas mit Atletico und Inter traue ich mich nicht mehr zu drohen. Deswegen, das lasse ich mal lieber. Ja, da könnte dann sein, dass du einen neuen Job suchen müsstest. Was hast du für Ziele mit dem Spielstand? Also willst du irgendwann nochmal was anderes sehen? Oder sagst du Champions League gewinnen und dann haben wir alles erreicht? Letzteres Jahr. Also Champions League und auch mal ein nationaler Pokalsieg, der wäre auch schon mal gut. Und dann ja. Also ich glaube, auch wenn es sehr viel Spaß macht und da auch der ganze Chat und so voll dabei ist, aber ich glaube, es neigt sich trotzdem langsam, aber sicher dem Ende, weil der Kader einfach halt Wahnsinn ist und die Liga gefühlt jedes Spiel 4-0, 5-0 ausgeht, dann ist dann irgendwo auch so ein bisschen mal die Spannung raus. Deswegen, ich brauche dann auch halbwegs zeitnah nochmal einen neuen Safe bis zum FM26, aber da habe ich noch keinerlei Ideen. Aber ja, also wechseln werde ich nicht mehr, nee. Ja, okay. Aber das ist tatsächlich so, das finde ich auch ein bisschen schade beim Stream, dass der Grind eigentlich super unattraktiv ist. Also so diese wirklichen Dynastie-Saves, wo du sagst, ey, ich gehe jetzt 30 Jahre, ich bringe meine New Gens raus, mach die zu Rekordspielern, dann werden sie mein Co-Trainer. Ja, irgendwann dominiert man halt die Liga, ne? Ja, vor allem, wenn die Liga schwach ist, halt. Premier League, okay, also noch was anderes, aber. Ja. In der Premier League finde ich es spannend, dass du dann wieder so Zyklen hast. Also du baust halt eine Top-Mannschaft auf und irgendwann überaltert die und dann kommen wieder andere Mannschaften nach. Natürlich kannst du auch mal frisches Blut verpflichten und so, aber ich weiß auch, bei Liverpool haben wir, glaube ich, 4 Saisons damals gebraucht, bis wir überhaupt irgendwas gewonnen haben. Und das war dann einfach so, du hast Geld, aber du findest nicht mehr die passenden Spieler, die du genau brauchst auf dem Niveau, weil die entweder schon in der Premier League spielen oder halt einfach noch nicht das Niveau haben, was du eigentlich brauchst. Und das ist dann auch nochmal eine andere Challenge. Ich hätte noch eine, fällt mir gerade spontan ein, weil ich es völlig verrückt finde. Ich hätte noch eine Frage an euch, beziehungsweise ein kleines Quiz aus meinem Safe. Und zwar, haltet euch fest. Also wir schreiben das Jahr 32-33, Champions League Ligaphase. Manchester City mit Pep Guardiola ist auf eine Mannschaft getroffen, die trainiert wird von Cesc Fabregas. Welche Mannschaft könnte es sein? Ich würde mal sagen, ihr kommt nicht drauf. Galatasaray. Arminia Bielefeld. Schwierig. Deutsche Mannschaft? Ja, also Bielefeld war schon mal gar nicht so schlecht. Okay. Erst FC Köln. Der SC Paderborn. SC Paderborn. Geil. Ich habe keine Ahnung über diesen Koeffizienten über Platz 5 dann qualifiziert für die Champions League. Und dann einfach Cesc Fabregas als Trainer von Paderborn daheim gegen Guardiola und Man City. Ist das geil. Dachte ich, sehe nicht recht. War nicht Fabregas irgendwie auf Trainingslager in Paderborn im echten Leben oder werfe ich da gerade was komplett durcheinander? Das weiß ich nicht. Irgendwas war da mal. Irgendwas war da mal. Google wenn aus, oder?
Cesc Fabregas, Paderborn, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich heute nochmal google. Es kann auch irgendein anderer Allstar gewesen sein und irgendeine andere Stadt in Deutschland, die man nicht mit Champions League Fußball in Verbindung bringt, aber irgendwas klingelt da bei mir. Die Schnelle kommt zumindest mal nix, aber ja, gut. Ich meine, wenn der da Trainer werden kann, dann ist alles möglich. Einer der Hörer wird es wissen und in die Kommentare schreiben. Die es jetzt übrigens, wie ich entsetzt festgestellt habe, auch auf Spotify gibt. Also Entschuldigung an alle, deren Kommentare ich erst mit 10 Tagen Verspätung freigeschaltet habe. Ich nehme mir vor, da öfter reinzuschauen. Und im Gegenzug auch vielen, vielen Dank an alle, die da eine 5-Sterne-Bewertung dagelassen haben. Wir haben ja eine makellose Bewertung für diesen Podcast. Und da vielen, vielen, vielen Dank auch dafür. Ja, ich schaue gerade auf die Uhr. Wir sind kurz vor der Stundenmarke. Haben wir denn noch Themen, die wir unbedingt behandeln müssen, bevor wir uns das nächste Mal wiedersehen? So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Also ich hätte eine gute Frage für den potenziell nächsten Gast. Ja, notiere ich sofort. Weil mich würde mal interessieren, ich würde da auch gleich meine Meinung zu sagen, was so eine Unart von einem selbst ist beim FM-Zocken. Also gerne auch die Frage an euch, wo man eigentlich weiß, das macht keinen Sinn. Also Beispiel bei mir, ich mag es einfach nicht, wenn ich Torhüter unter 1,88 verpflichte. Ich habe da kein gutes Gefühl bei. Ich weiß auch nicht. Genauso bei den Innenverteidigern. Ich habe da irgendwas im Kopf, wo ich meine, ja so 1,90 wäre schon sehr gut. Unabhängig jetzt mal von der Sprunghöhe. Die soll ja auch halbwegs passen, aber vor allem bei den New Gens oder so, die dann rauskommen, finde ich immer relativ viele kleine Torhüter. Ja. Und der Chat lacht mich immer aus und ich weiß auch nicht, wo es herkommt, aber irgendwie, ich brauche große Keeper. Nee, habe ich tatsächlich gar nicht. Also gerade Größe, also ich gucke nur auf Sprunghöhe oder halt beim Torwart auf, wie heißt das, Lufthoheit oder wie das da heißt. Ja, ich weiß auch, dass es keinen Sinn macht, aber es ist so, ich denke mir dann, nee, da macht man Patzer. Ich weiß nicht, habe ich Marotten im FM? Also bei mir ist es immer, es gibt ja diese Funktion, dass man, bevor man einen Vertrag mit einem Spieler verhandelt, mit dem Berater reden kann. Ja. Was macht ihr das? Ja. Ja, ich nämlich nicht. wenn ich streame, ist der Chat immer komplett am Verzweifeln, weil da kannst du ja sowas wie Ausstiegsklauseln oder irgendwie sowas kannst du rausverhandeln. Und mir fällt es immer in genau dem Moment ein, in dem ich auf Verhandeln drücke, weil dann gibt es die Option nicht mehr. Und deswegen haben sehr viele meiner Spieler Ausstiegsklauseln, die sie eigentlich nicht bräuchten. Da vergesse ich manchmal in Vertragsverhandlungen, vor allem wenn du nicht so viel Geld hast, den neuen Saisonstart als Start des Vertrags auszuwählen beim Verhandeln. Das ist ja auch immer bei der Rolle, hast du die Möglichkeit. Ja, das sagen dann immer manche, da hättest du noch mal sparen können. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe es ab und zu mal, aber auch sehr, sehr selten. Ja. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Spieler darauf eingehen. Vielleicht tun sie es, also offensichtlich machen das ja manche Zuschauer. Ich weiß nicht, ob es immer klappt, ja, aber zumindest ab und zu. Aber witzig. Das ist auch so ein Feature, das habe ich noch nie benutzt. Ich weiß, dass das gibt, aber ich habe das noch nie benutzt. Und ich finde es im Gegenzug ärgerlich, dass man nicht Mitarbeiter zu einem bestimmten Datum verpflichten kann. Warum kann ich nicht sagen, der neue Physio soll zum 1.7. kommen, wenn am 30.6. der alte seinen Ruhestand beendet? Wenn ich einen Wunschkandidaten verpflichten will und ihn dann am Start haben will, muss ich immer den anderen sagen, hier, geh schon mal 2 Wochen früher in den Ruhestand. So, das finde ich total Banane eigentlich. Stimmt, ja. Oder einfach schon mal für die nächste Saison den Mitarbeiterstab planen. Warum geht das nicht? Einen Mitarbeiterkaderplaner. Ja, auf jeden Fall. Oder zumindest halt, dass man den Vertragsbeginn einstellen kann. Ja. So, und dann halt auch Mitarbeiter, deren Vertrag ausläuft, dann halt so ablösefrei holst zum Beispiel. Also macht ja irgendwie keinen Sinn. Naja, egal, das sind so Kleinigkeiten. Aber das ist witzig mit der Vertragsbeginn. Das ist echt was ich nie benutzt habe. Was bei mir so eine Marotte ist, glaube ich, meine Maus muss immer irgendwo sein, beim 3D-Spiel, irgendwo zwischen Mittellinie und Textkommentar oder so. Die hat da so ein bisschen so einen Parkplatz manchmal. Also natürlich ist es auch in Bewegung, aber hinter die Facecam dann, wenn ich weiß, da ist meine Facecam im Overlay, dann schiebe ich sie auf da. Da parkt sie bei mir. Das ist auch cool. Ja, sehr gut. Genau, nächstes Mal reden wir dann über weitere Unarten im FM. Bin ich sehr gespannt drauf, was unser nächster Gast, wer auch immer das sein wird, dann mitbringt. Ja, Badeschlappen, erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, uns wie immer auch. Junukas, ebenso.
Ja, auch mir hat es wieder viel Spaß gemacht. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Und damit sind wir raus. Ciao. Ciao, ciao.